1984, eine Zeit, in der Eltern, Politiker und Kirchenvertreter noch richtig Angst vor Popmusik hatten. Heute schauen wir uns 3 Alben an, die in den 80ern für absolute moralische Panik gesorgt haben. Und das Verrückte ist, je mehr man versucht hat, diese Musik zu verbieten, desto erfolgreicher wurde sie. Fangen wir mit Prince an. 1984 veröffentlichte Prince sein Meisterwerk Purple Rain. Über 25 Millionen verkaufte Exemplare weltweit. Aber ein bestimmter Song auf diesem Album brachte einige mächtige Leute in den USA komplett auf die Palme. Darling Nikki. Die Geschichte dahinter ist legendär. Tipper Gore, die Ehefrau des späteren US-Vizepräsidenten Al Gore, erwischte ihre 11-jährige Tochter dabei, wie sie diesen Song hörte. Und der Text hatte es in sich. Prince singt darin ziemlich offen über Sexualität und über ein Mädchen, das in einer Hotellobby mit einem Magazin masturbiert. Tipper Gore war schockiert. Zusammen mit anderen Politiker-Ehefrauen gründete sie daraufhin das PMRC, das Parents Music Resource Center. Die Gruppe erstellte eine Liste mit den angeblich schlimmsten Songs der Welt, die Filthy 15. Und wer landete auf Platz 1? Natürlich Prince. Die ganze Debatte führte schließlich sogar zur Anhörung im US-Senat und zur Einführung dieses berühmten schwarz-weißen Aufklebers Parental Advisory Explicit Lyrics. Was eigentlich Jugendliche abschrecken sollte, wurde am Ende genau das Gegenteil. Für viele war dieser Sticker plötzlich ein Qualitätssiegel. Wenn der Aufkleber drauf war, musste die Musik gut sein. Kommen wir jetzt zum vielleicht größten Musikskandal im deutschsprachigen Raum. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. 1985 veröffentlicht Falco sein Album Falco 3. Und darauf befindet sich ein Song, der bis heute polarisiert. Der Song und das Video wirkten damals extrem verstörend. Viele Menschen hatten den Eindruck, es gehe um die Entführung und Ermordung eines jungen Mädchens, erzählt aus der Sicht eines psychotischen Stalkers. Besonders unheimlich wurde das Ganze durch die Stimme des Tagesschausprechers Wilhelm Wieben, der im Song einen fiktiven Fahndungsaufruf spricht. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Der Skandal eskalierte dann komplett, als der bekannte Moderator Dieter Kronzucker das Lied öffentlich im Fernsehen kritisierte. Seine eigenen Töchter waren Jahre zuvor tatsächlich entführt worden. Dadurch bekam seine Kritik natürlich ein enormes emotionales Gewicht. Viele Radiosender weigerten sich, den Song überhaupt zu spielen. In der DDR wurde Genie in Diskotheken teilweise sogar verboten. Und Falco selbst? Der sagte immer wieder, die Leute würden das Lied falsch verstehen. Für ihn war es ein fiktives Drama, wie ein düsterer Kriminalfilm. Aber auch hier passierte wieder genau das Gleiche. Die Empörung machte den Song nur noch größer. Die Single verkaufte sich zeitweise bis zu 90.000 Mal am Tag und wurde zum meistverkauften Single des Jahres 1986 in Deutschland. Und jetzt wird's eine Spur lauter. 1982 veröffentlichte Iron Maiden The Number of the Beast. Heute ein absoluter Heavy-Metal-Klassiker, damals für viele Menschen allerdings scheinbar der direkte Weg in die Hölle. Vor allem in den USA warfen christliche Gruppen der Band Satanismus vor. Es gab Proteste, Demonstrationen und sogar öffentliche Verbrennungen der Schallplatten. Manche zerstörten die Platten lieber mit Hämmern, weil sie Angst hatten, die giftigen Dämpfe der brennenden Vinylplatten könnten ihre Seele verderben. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei erklärte die Band immer wieder, dass der Song keine satanische Botschaft sei. Er war einfach von einem Horrorfilm inspiriert. Und jetzt kommt die verrückteste Geschichte überhaupt. Während der Studioaufnahmen sollen ständig seltsame Dinge passiert sein. Lichter gingen aus und wieder an, technische Probleme überall, aber der Höhepunkt war Produzent Martin Birch. Der hatte nämlich während der Produktion einen Autounfall, und zwar mit einem Bus voller Nonnen. Und die Reparaturrechnung für sein Auto betrug angeblich exakt 666 Pfund. Das klingt so absurd, dass es schon fast wieder perfekt zu diesem Album passt. Trotz aller Proteste wurde The Number of the Beast Iron Maidens bis dahin größter Erfolg und landete in Großbritannien auf Platz 1 der Charts. Und genau das ist eigentlich die größte Gemeinsamkeit dieser 3 Geschichten. Ob Prince, Falco oder Iron Maiden, die 80er haben gezeigt, dass Zensur in der Musik oft genau das Gegenteil bewirkt. Dinge, die verboten oder skandalisiert werden, werden dadurch für viele Menschen erst interessant. Schreibt mir mal in die Kommentare, welcher dieser Songs ist euer Favorit oder habt ihr noch andere Skandallieder aus den 80ern, 70ern oder 90ern? Lasst mal ein Like da und folgt mir. Macht's gut!